A neglected cemetery somewhere in Germany, with tombstones so old that it's not even possible to make out any inscription anymore. Located on these eerie grounds, there is a forgotten structure that provides a unique glimpse into the past. This is a chapel from the World War I era. It was built more than 100 years ago, but it's deserted today. In this episode, Marco, our buddy Cornelius, and Till, that's me, are going to explore the graveyard to find a way into the abandoned building and to unveil what's inside. Join us on this trip back to the past. Help us realize more and bigger projects by pledging on Patreon and getting rewards in return. Es ist Frühling 2021 und es ist immer noch Corona und immer noch Lockdowns. Aber wir haben die Zeit genutzt, um ein bisschen intensiver unsere Heimat zu erkunden. Und tatsächlich so 10-15 Minuten entfernt von unserem Heimatort, wo wir aufgewachsen sind, haben wir einen Lost Place gefunden, der noch ziemlich unberührt aussieht. Da fahren wir jetzt gerade hin. Und es ist beeindruckend, dass der noch so gut aussieht, weil der steht wahrscheinlich schon seit 20, 30 Jahren oder so leer und verfällt seitdem. Wir sind gleich da und heute schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und machen ein Video dazu. We are alone in a cemetery. And it isn't as unkempt as it seemed at first glance. In fact, part of it are still in use. But this is just a small graveyard, and the community takes care of several others as well. Unfortunately, they can't afford to maintain all of them equally. So this one is falling apart more and more. Even though there are a number of listed structures on the compound. As it seems, they aren't preserved anymore. Next to the chapel and some very old graves, there is also a war memorial, dedicated to the fallen of World War I. The chapel is the oldest structure around here. It was built in 1910. Over a century later, it's in ruins. Let's peek inside. Das letzte Mal, als wir hier waren, war die Tür noch verschraubt. So muss man auch durch das Fenster rein. Aber hat wohl jemand aufgebrochen. Ist wahrscheinlich doch nicht so unberührt wie gedacht.
The chapel is covered in cobwebs, and it seems as if we are the first people here in a while. This plant has seen better days for sure. I wonder when it was last watered. Meanwhile, other greenery found its way inside and seems to thrive in the ruin. There is a musty smell in the air. That's because rainfall that's coming in freely through holes in the roof is penetrating the wooden balcony and other furniture, and thus accelerating the decay of this historical monument. The longer it sits empty, the more unlikely it is that the structure can still be saved at some point. Oben musst du vorsichtig sein, weil das ist schon teilweise eingestürzt. We have no idea if the balcony will collapse under the weight of us. It's pretty sketchy, to be honest. Hier an beiden Enden von der Kapelle steht Text an den Wänden. Hier steht: Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Auf der anderen Seite über dem Altar steht: Ich bin die Auferstehung und das letzte Wort kann man nicht lesen, aber wahrscheinlich Leben. With these biblical quotations on the walls, the subtle artworks, and its history dating back to the First World War, this chapel reminds us of another structure we were exploring a while back. Somewhere else in Germany, we found the, let's call it, big sister of this tiny church. There will be an exploration video about that location at some other point on our channel. Seit bestimmt 10 Minuten versuchen wir, dieses Motiv irgendwie richtig gut zu fotografieren. Und hier ein kleiner Tipp für die ganzen angehenden Fotografen. Einfach mal versuchen, eine neue Perspektive zu erkunden. Vorher gucken, ob das Geländer hält, und dann passt das. Wir müssen auf jeden Fall sehr leise sein, weil draußen stehen jetzt neue Autos, also hier sind auf jeden Fall Leute auf dem Friedhof. Echt? Ja. Oh ja. Ich kann auch welche sehen.
Genauso präsentiert sich die Kirche auch immer. Da würde ich gern mein Geld hingeben. Ich verpixel dann sowieso alles. Okay. Was hast du da? Die Tür hier ist zu, die führt in den Anbau und keine Ahnung, was dahinter ist, aber ich habe mich heute Morgen noch mal ein bisschen schlau gemacht zu der Location, bevor wir hergefahren sind. Und hier in dem Gebäude soll es eigentlich noch einen Seziertisch geben, also da, wo die Toten früher hergerichtet wurden, bevor sie zu den Gräbern gebracht wurden. Das ist höchstwahrscheinlich dahinter, aber hier gibt es keine Chance, dass wir weiterkommen. Also ich würde vorschlagen, wir gehen gleich noch mal eine Runde ums Haus, gucken, ob wir irgendwie hier noch reinkommen, weil es wäre schon interessant, das zu sehen. Bin mir nicht sicher, ob das dafür spricht, dass hier ein Sezierraum dahinter ist, weil dieser Abfluss, das ist ja schon ungewöhnlich, dass es hier in der Kapelle ist, oder? Also vielleicht wurde Blut dann hier weggewischt oder ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht, wozu das da ist, aber ich finde es einfach nur ungewöhnlich. Hast du eine Idee? Aber auf der anderen Seite so ein Abfluss würde man doch direkt dort in dem Raum eigentlich positionieren, oder? Ja, aber guck mal, hier die Wand, die wurde ja im Nachhinein erst reingemeißelt, oder? Stimmt. Und die Tür, die ist ja auch nicht von damals. Ja. Guck dir mal im Vergleich diese Tür Ja, an. ist klar, ist klar. Also das wurde irgendwann später gemacht. Aber dann gibt es ja gar keine Trennung zwischen der Kapelle und dem Raum hier. Ja, wir müssen einfach mal irgendwie versuchen, noch reinzukommen. Und den Schau dir das mal an, das sieht man auch nicht so häufig. Ein unberührter Feuerlöscher. Oh, in den meisten Lost Places hat schon irgendjemand damit rumgesprüht und die sind leer. Ja. Sowieso sehr seltsam, wie gut die Location erhalten ist, dafür, dass sie so einfach zugänglich ist. Ja. Alles frei, können wir raus. Von draußen sind ja die Zombies rausgekommen. Okay, jetzt schnell. Hier würde man wohl aufs Dach kommen. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Geil, wie das hier alles so zugerankt ist schon. Das ist das runde Fenster, das wir von innen gesehen haben. Und die ganzen Ranken, die wachsen bis aufs Dach und da oben ist ein richtiger, dichter Wald entstanden. So, siehst du die letzten Fenster da? Die 3 Fenster mit dem Erker, das ist dieses Nebengebäude. Hier unten ist was offen, wir können mal den Keller abchecken, vielleicht gibt es eine Verbindung nach oben. Also irgendwas ist da drin und ich will sehen, was da drin ist. Ach, schau. Also hier ist scheinbar so, wo die Friedhofsgärtner ihre ganzen Geräte lagern. Das ist auch mit Sicherheit nicht verlassen, der Teil. Hier ist bestimmt einfach die Tür, wo die aufschließen. Deswegen haben wir nichts verloren und verziehen uns mal wieder. Das war einfach so ein Klo. Ich glaube, hier unten haben wir schlechte Karten. Keine Chance? Keine Chance, muss ich nicht sagen. Ist nur sehr riskant da oben, Jo, weil alles eingestürzt ist. jo. Das Dach ist weg. Stufe weg, Stufe weg, Stufe weg. Eine da und dann wieder 6 Sprossen weg. Hier oben geht's weiter, siehst du das? Ja, und wir müssen vor allem auf die andere Seite des Gebäudes. Ja. Über das Dach zu laufen ist keine gute Idee. Und selbst wenn wir hier den Schornstein hochklettern, müssen wir dann über diese kleine Brücke aufs Dach. Nee, so wie das Dach ausgesehen hat, ist das keine gute Idee.
So we abandoned the idea to get into the secret building section. However, in the meantime, Cornelius explored the remaining parts of the graveyard and discovered a small and by now totally overgrown structure hidden in the bushes. Let's see what he has found. Das ist alles ziemlich leer hier. Glaubst du, das war irgendwie sowas wie der Geräteschuppen von dem Friedhofsgärtner? Viel zu groß. Ich glaube, das ist eher Leichenkapelle gewesen. Hier Aufbauung der Leiche, Trauergemeinde kommt rein. Dann Verabschiedung, Leiche wird nach draußen geschafft zum Grab und wird dann dort verabschiedet. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Es würde zumindest mehr Sinn geben wie Treppen, weil Geräteschuppen, du trägst deine Geräte nie über Treppen. Das Kreuz auf dem Dach spricht auf jeden Fall für deine Theorie, dass das eventuell die Totenkapelle war. Das ist ein geistlicher Geräteschuppen. The future of the cemetery is uncertain. At the moment, the community is discussing its full closure, but nothing is decided so far. However, if they take this path, it would mean that there is no hope for the historical structures anymore. Unfortunately, it seems as if they will bury this part of our region's cultural past. More and more ruins in the surrounding towns are vanishing. And not all of them are a blot on the landscape. Some of them are actually part of our home's identity, such as this one. After our Italy series, we want to feature some abandoned places of Germany next on our channel. So today's chapel was just the first of many. In fact, the day after this video goes online, we will go on a trip through our home country for a whole week. We want to thank our supporters on Patreon who are funding this journey yet again. If you didn't know it already, these last few weeks we posted a lot of bonus content to our Patreon page, like a Q&A, a written adventure story, but also a bonus exploration episode. In that video, we investigate a former educational facility built by the Nazis to train their elite. For more info, switch over to Patreon now. You can find the link in the video description. And please cross your fingers that we don't get busted on next week's trip. For updates or any other info, just watch our Instagram stories. Earlier this year, we decided to go full-time with Broken Window Theory. We rely on our supporters on Patreon and occasional sponsorships in our videos to keep our channel running. It doesn't matter how you support us, but if you do, we are really grateful for your help. Thanks a lot, guys. Stay curious and keep exploring.